Da links jetzt, oder? Wow. Links! Servus Leute, was geht ab? Wir sind heute mal wieder auf der Straße unterwegs, genießen die letzten Tage und wir haben uns einfach mal gedacht, wir tauschen jetzt mal Motorräder. Ich fahre Reifenkillers Aprilia und er fährt meine neue Gixxer. Und wir sind einfach mal gespannt, was er zu dem Bike sagt. Wir fahren jetzt zum ersten Mal, wir müssen mitten durch die Stadt, also nicht so geil und fahren wir eigentlich so gut wie auch nie. Aber wir wollen zum bestimmten Spot. Und das geht dann einfach jetzt nicht anders, oder beziehungsweise wir haben nicht viel mehr Zeit, um jetzt komplett außen rum zu fahren. Wir hören ihn natürlich. Reifenkiller, sag mal was. Ja, hallo? Hallo? Hört es was hier mit dir? Jetzt. Steht dir aber auch, muss ich sagen. Also, mir gefällt es echt. Ich hab mehr Platz, als ich brauche. Du musst jetzt so ein bisschen tun, als wenn du gerade zum ersten Mal fährst. Mit der Gixxer. Ja, war ich auch. Also, auf der Straße. Ja. Aber die steht ja auch gut, eine, ne? Meine. Ja, aber bloß das Rot passt da nicht so zusammen bei mir. Ja, okay, das Rot passt jetzt nicht, ja. Ja, die Bremsen gehen auf jeden Fall schon mal besser als bei mir. Ja, aber ich muss sagen, ich muss die noch mal entlüften. Also die haben wahrscheinlich vom Sturz doch ein bisschen mehr bekommen. Wenn ich sich überschlagen habe, ne? Vielleicht hat ich der Luft ja, gezogen. irgendwie Luft gezogen. Also ja. Ich habe jetzt beim Fahren öfter mal gemerkt, dass ich immer einen verschiedenen Druckpunkt habe. Das ist ja nicht so geil. Aber ich glaube, die muss ich einfach noch mal entlüften und dann ist es wieder alles im Lot. Aber die sind fast gleich vom Gefühl her. Okay, wir haben die gleichen Bremssattel, ne? Ja. So ziemlich ungewohnt für uns. Wir fahren wirklich nie und es gab glaube ich auch noch nie ein Video, wo wir durch die Stadt fahren. Nee. Weil wir es eigentlich auch nie machen. Aber nicht so viel Spaß, würde ich mal sagen. Nee, vor allem gerade im Sommer, du stehst nur und schwitzt nur und ich meine, der Vorteil ist, was man von anderen Motovloggern kennt, dass natürlich in der Stadt viel mehr passiert. Du kannst natürlich viel mehr kommentieren, wenn dir einer nur mal die Vorfahrt nimmt, was ja in der Stadt doch auch öfter passiert als auf der Landstraße. Also du hast natürlich ein bisschen mehr Action im Sinne von, was du erzählen kannst. Zum Vloggen aber gut. Also den Spaß habe ich irgendwie in der Stadt jetzt nicht so krass. Was gibt's zu sagen? Also erstmal deine Einschätzung. Wie fühlt es sich an? Auch wenn wir jetzt nicht großartig gefahren sind, aber man kann jetzt schon mal urteilen, wie man drauf hockt und wie so das erste Fahrgefühl ist im Gegensatz zur Aprilia. Du bist jetzt mit der Aprilia hergefahren. Ja. Fahrgefühl ist gut, also die Sitzhöhe ist niedriger. Du musst jetzt nicht alles positiv sagen. Du kannst auch, deine ehrliche Meinung ist gefragt. Pro, Contra alles. Ja, das ist ja meine ehrliche Meinung, ist ja nichts gekauft, dafür werde ich ja nicht bezahlt. Echt? Nee, also klar, Sitzhöhe ist niedriger. Ich weiß jetzt gar nicht, wie hoch. Stimmt eigentlich, ne? Aber der Winkel von den Fußrasten zum Sitz ist bei mir auf jeden Fall weniger. Ja, die muss ich aber auch bei mir nochmal einstellen. Also ich habe es ja selbst für mich jetzt noch nicht hundertprozentig eingestellt. Kannst du die einstellen, ne? Ja, die kannst du nochmal, genau, die ABM-Rasten kannst du nochmal einstellen. Also selbst für mich, ich fühle mich jetzt nicht hundertprozentig wohl. Ich hocke gerade bei deiner auch echt ein bisschen bequemer, aber das ist nur eine Einstellungssache. Ja, ich hab das Gefühl, dass ich mehr Platz habe irgendwie. Okay. Aber das ist, also ich habe es mir vorhin gedacht, ich hätte sie nochmal einstellen müssen, aber ja, wie es dann immer so läuft, dann hat man doch keine Zeit mehr und hockt sich dann einfach nur schnell drauf und fährt. Meine ist ein bisschen handlicher, agiler. Die geht ein bisschen schneller in die Kurven, ne? Also die fällt mehr rein. Die fällt mehr rein, genau, das wollte ich sagen. Aber ist trotzdem sehr gut und gibt ein gutes Vertrauen. Gut, in der Stadt kann man jetzt eigentlich kein Fazit davon ziehen. Ja, das ist jetzt nur mal so, in der Stadt machen wir jetzt noch mal ein bisschen so den ersten Eindruck, die erste Einschätzung und dann fahren wir ein bisschen Landstraße. Ich meine, es ist trotzdem keine Rennstrecke, aber wir können also einen kleinen Einblick geben, was wir gegenseitig von unseren Motorrädern halten. Das ist ja eigentlich auch interessant. Genau. Stoppie, ey, ich wollte ja eigentlich auch wieder Stoppie machen mit meiner. Ja. Und dann ist mir aufgefallen, ich meine natürlich, ich wusste auch, sie hat natürlich ABS, aber ich kann jetzt auch echt keine Stoppies mehr machen, ne? Nee, das geht nicht, ne? Weil man kann es ja nicht getrennt schalten. Du kannst es ja nicht komplett ausschalten, ja genau. Weil dazu mehr, die Suzuki
hat ja so ein System, was eigentlich eher schlecht ist. Aber was heißt eigentlich? Eigentlich ist es ziemlich offensichtlich, dass es schlecht ist, weil du kannst die separat nicht ausschalten. Du kannst, wenn dann, du hast 10 Stufen und da ist dann Traction Control, ABS und was ist noch dabei? Wheelie Control, ne? Und die Wheelie Control, genau. Die wird in 10 Stufen alles zusammen irgendwie geregelt und du kannst sie leider nicht separat einstellen, was ich ein bisschen schade finde, weil das stört mich auch ein bisschen an der Suzuki. Das kann ich halt bei der Aprilia alles getrennt schalten. Ja. Ich kann es ausschalten, einzelne Stufen einstellen und das finde ich halt für meinen Geschmack natürlich besser. Ist aber echt geil. Also funktioniert tut das mit Sicherheit auch sehr gut. Das Also, fehlt mir schon auch. Du bist ja schon auf der Rennstrecke gefahren und zweiten Gang kann man auch problemlos losfahren. Da geht nur Leistung das Ding. Ja, stimmt. 202 PS, 201 PS. Ich glaube so ungefähr, ja. Hört ein Beat. Alter, also deine Schaltung ist so kurz. Ja, Also, das ist auch also abgebrochen. vom Abstand. mein Fuß. Jetzt sehe ich's erst. Aber wir haben die gleiche Schuhgröße, also. Ey, krass. Schau mal an, wie sie. Ja, ja. Bei mir ist der auch voll komisch abgenutzt, weil Für ich den- da schalte, da vorne. Für den kürzeren Schaltweg oder was? Ja, Schaltwegverkürzung. Schaltwegsverkürzung, genau. Und hier Schalthebelverkürzung hast du auch am Start. Gar nicht Ja, mehr so optimal viel. für 2 Finger, ne? Ja, also ich komme gut zurecht eigentlich, aber Ja, schaut, das also ist mir so ein bisschen gefällt's auch, ungewohnt. gefällt's echt, ja. Boah, es geht schon wieder los. Das ist eigentlich so der erste Nachteil von der Stadt. Du stehst ja hauptsächlich oder fährst hier mit 30 Ja. und es ist einfach viel zu warm. So, also Das Getriebe ist schön, finde ich. Leerlauf. Also ich habe ja die Probleme mit dem Leerlauf. ja, habe ich gerade gemerkt. Das lässt sich bei dir gut schalten. Das zeigt mir das überhaupt alles an. 25 Grad haben wir. Hast du nicht, oder? Nee. Also du hast deinen ND-Filter nicht da. Ich hatte noch einen anderen ND-Filter, ne? Ich habe 2 dabei. Das ist der Hast du? 32er ND-Filter. Was du drauf hast? Ja, ja, so 32. Oh, ist schon wieder warm, ey. Alter, ich gehe ein, deswegen hasse ich so die Stadt einfach nur. Oh. Ja, okay, der Klang, ey, da kann man einfach sagen, was man will. Der Klang ist halt einfach geiler. Bei der Aprilia. Ja, auch 4 gegen rein, 4 Zylinder, ne? Das kannst Aber du ich halt finde einfach den nicht. jetzt mit dem SC Project schon auch echt gut. Ist geil, ja klar, ist geil. Aber da hast du wieder die Euro 4 Norm und Ja. die kriegst du alle nicht mehr so geil laut wie, also meiner Meinung nach, keine Ahnung, was vielleicht noch so kommt, aber es wird natürlich immer schwieriger, die genauso laut zu bekommen, ne? Ja klar, also die Klappensteuerung musst du ja wegmachen und Cut und das Ja. ganze Zeug. Und dann hast du ja immer noch die Größe vom Schalldämpfer. Ja. Vorhin habe ich einen Ferrari gesehen, einen gelben. Ja, apropos, ich war ja, nochmal kurz zwischendrin, ich war ja bei dem Ding hier. Gestern, am Schluss bin ich noch ein Lambo gefahren. Oh shit, das war richtig nice. Ja, auch wenn es der alte war, Gallardo, ne? Aber trotzdem ist er geil. Das kannst du dir nicht vorstellen. Also, es ist bei weitem nicht so anstrengend wie Motorradfahren. Du kannst da locker, also du hockst da drin und schaust noch ein bisschen auf die Uhr und kannst da richtig krank fahren. Und, Machst du noch ein paar Posts und so nebenbei? und weißt du, was echt witzig ist, was der 50 und ich so beide, so, wo wir voll erschrocken sind, der Bremsvorgang ist bis vor der Kurve komplett abgeschlossen. Du bremst nicht in die Kurve rein. Echt? Wusste ich nicht. Das wusste ich auch nicht, ne? Also finde ich total krass. Das hat mich ja schon ein bisschen. Ja, weil mit Motorrad bremst du ja in die Kurve Genau, eigentlich ziemlich rein, ne? aber sie haben dann gesagt, dass das ja eigentlich eher ja, schlecht ist. Weil du rutschst dann ja einfach nur mehr rein Ja. und dann verlierst du quasi wieder Zeit. Also sobald du ja rutscht, ist es ja schon wieder. Kannst du nicht mehr auf Bestzeitjagd gehen. Ja, mit dem Auto hast du ja auch viel mehr Traktion oder Grip und kannst du halt vorher kurz voll in die Eise rein, ne? Ja. Und dann halt rum. Beim Motorrad musst du das ja alles nutzen. Warte mal, ich mach mal das Wo ist denn Thumbnail-Foto. überhaupt die Geh mal Fahrspur? weiter zurück. Geh mal da rüber. So. Machen wir Peace oder so? Double Piece. Warte. Wäre geil, wenn wir schnell zu Fotos switchen könnte, ne? Das wäre geil. Also ich meine, da könnte ich mich jetzt schon wieder reinsteigern, weil den Sound bekommt man einfach nicht anders hin.
Also der Sound bei der Aprilia ist einfach mit nichts zu vergleichen. Deswegen liebe ich sie. Welches Baujahr ist deine jetzt? Vielleicht um den 2013. 2013. Liegen jetzt halt auch schon. Ey, da hab ich ja mal ein richtig neues Teil jetzt einfach. Ja, Mann. Sonst war ich immer der mit den alten Kamellen und mit den. Irgendwas ging immer nicht bei mir und ich meine. Aber genauso schnell. Das ist ich hab's überlebt, ja. Ich hab's überlebt. Ja. Die Jahre mit der Honda. Aber die sind jetzt notgedrungen wohl auch gezählt. Also ich habe auch wieder ganz klar gemerkt, als ich mit der Honda, das habe ich ja schon im Video erwähnt, im Most-Video, dass ja, wenn du längere Zeit dann doch mal so ein neues Motorrad gefahren bist, dann geht's dir echt einfach nur auf den Sack. Also die Honda, mehr, dann macht es keinen Spaß mehr. Dann brauchst du die doppelte Kraft und die doppelte Mühe für nicht mal annähernd die Zeit, die du mit dem neuen Motorrad fährst. Ja, das ist klar, neue Technik. Schau nochmal her, machen wir hier nochmal eins. Nice. Ja. Oh doch, ja, es war noch gelb. Ja. War noch gelb. Aber du hast ja auch ABS und konntest Stoppie machen, ne? Alter, deine. Ja, das geht. Was ist eigentlich mit deinen Bremsen los, dass die so klappern? Das sind die Sinterbelege. Achso. Oh, das darfst du gar nicht sagen, du darfst doch keinen Sinterbelag fahren auf der Straße. Ach so, das sind neue Bremsbeläge, ja, die müssen erst noch allen gebremst werden, deswegen quietschen die ein bisschen. Okay. Genau, was gibt es sonst noch zu sagen? Also meiner Meinung nach, das habe ich ja auch schon in meinem letzten Video gesagt, dass die Wheelies mit dem Ding einfach so einfach gehen. Das ist der Wahnsinn. Also was du sonst, normalerweise mit der Honda hast du, ich meine, irgendwann hatte ich natürlich schon meine Routine einfach. Also ich wusste einfach, wann ich wie stark Gas geben musste, um das schön hochzubekommen. Aber diese Suzuki, da meinst du echt, das ist eine Wheelie-Maschine. Da habe ich mir auch sofort gedacht, na gut, das kann ja jetzt eigentlich jeder mit so einem Ding. Weil wirklich schwer ist es jetzt eigentlich nicht mehr. Du hast genug Leistung. Ja, die Leistung ist halt... Ich weiß nicht, ob irgendwas noch regelt. Ich bin auf Stufe 2, auf Stufe 3 und auf Stufe 1 gefahren, aber es war eigentlich immer, immer einfach. Sie hört sich kaputt an, meine Bremse. Meine? Ja. Ah, das muss rasseln. Servus. Im Stand ist es schon laut. Einfach so, die Grundlautstärke ist einfach lauter. Ne? Ja. Ah, schon cool. Aber ich will nicht zu laut, nicht zu viel Gas geben hier. Ah, mit deinem Auspuff hat man Bock, die ganze Zeit so Gas zu geben. Wem GTS, ey? Wenn der noch mehr frötzeln würde, ich sage immer frötzeln dazu. Dieses Blubbern. Ja, Blubbern. Ja. Kurzer Auspufftest. Hier links? Ja. Mach mal. Nee, eins weiter. Eins weiter. Ist schon laut. Warte, lass mich rein. Ja, aber komplett anders laut, ne? Mhm. Ich find fast sogar, dass sich die Suzuki, Suzuki mehr anhört wie 600er fast. Fuck, wir müssen links. Ja, egal, fahren wir raus. Ja, fahr da links jetzt, oder? Wow! Links! Sorry. Oh Mann, ich fühle mich wie so der größte Spasti hier in der Stadt so aufzugasen. Ohne Scheiß. Das machen normalerweise nur Mongos. Also, wenn jetzt jemand zuschaut. Unser Ding, ne? Also wir machen sowas normalerweise nicht. So, das war unser kurzer Fahrzeugtausch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Reifenkiller ist auf jeden Fall echt zufrieden. Ich kann euch sagen, mit der Honda war er nie zufrieden, als er meine Honda gefahren ist. Jetzt kommt er echt gut zurecht. Und ja, war eigentlich echt ziemlich cool, die ganze Geschichte. Ist schon geil, hätte ich nicht gedacht, ja. Geiler als erwartet. Ja, auf jeden Fall. Also vom Platz her hast du auf jeden Fall genug. Und vom Fahren her auch top eigentlich, echt. Kann man nichts dagegen sagen. Genau, schreibt mir einfach mal in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Lasst einen Daumen nach oben da. Peace, bis dann.